In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der zufällige Einstiege nutzt. Der Vorteil ist, dass man das dann vergleichen kann mit dem Einstieg, den man selbst gerne nutzen möchte, um zu schauen, wie viel besser der ist. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der zufällige Kauf- oder Verkaufsentscheidungen trifft. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Datei TradeMQH ein, die Handelsfunktionen bereitstellt. Dann erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade, die für die Ausführung von Handelsoperationen verwendet wird. Wir erstellen auch eine Eingabevariable namens MassTest für Massentests. In der Funktion onTick berechnen wir den AskPrice mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die durch Digits angegebene Anzahl von Ziffern. In ähnlicher Weise berechnen wir den BitPrice mit dem Parameter SymbolBit. Als nächstes erstellen wir eine String-Variable mit dem Namen Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Wir initialisieren den Zufallsgenerator mit MathsRand unter Verwendung der aktuellen Tickanzahl von getTickCount. Dann berechnen wir mit MathRand und dem Modulo-Operator eine Zufallszahl zwischen 0 und 1. Wenn die Zufallszahl 0 ist, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn die Zufallszahl 1 ist, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Verkaufsauftrag von 0,10 Lots, 10 Microlots, zum Bitpreis aus. Der Stop-Loss wird auf 0 und der Take-Profit auf 250 Punkte unter dem Bitpreis gesetzt. Wenn das Signal Kaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Kaufauftrag von 0,10 Lots, 10 Microlots, zum Askpreis aus. Der Stop-Loss wird auf 0 und der Take-Profit auf 250 Punkte über dem Askpreis gesetzt. Abschließend geben wir das aktuelle Signal in das Chart mit Hilfe der Kommentarfunktion aus. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der mit nur wenigen Zeilen MQL-Code zufällige Kauf- oder Verkaufsentscheidungen trifft. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, ich denke, Sie sollten jetzt jede Menge zufällige Einstiegssignale auf Ihrem Chart sehen. Wenn das zu schnell für Sie war oder wenn Sie nicht wissen, was der Code bewirkt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den können Sie auf unserer Webseite finden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.